Wo ich dann vom ersten Offizier informiert wurde, dass im Krankenhaus das Kind reanimiert wird. Das war schon so ein Augenblick, wo ich dachte so, okay, scheiße. Am 6. November sind wir dann relativ früh morgens vom MRCC, das ist die Leitstelle in Rom, darüber informiert worden, dass sie Informationen haben über ein Flüchtlingsboot, was in der Nähe von Tripoli gestartet ist. Mehrere Stunden später haben wir dann eine wirkliche Position bekommen, eine genaue Position, sind dorthin gefahren. Die Leitstelle hat uns auch darüber informiert, dass die libysche Küstenwache dort vor Ort sein könnte und hat uns gewarnt, dass wir aufpassen sollen auf unsere Crew. Als wir angekommen sind in einer Situation und es dann sehen konnten, dass das Boot mit den vielen Leuten drauf, hat sich sehr schnell herausgestellt, dass die sehr große Probleme haben. Das Boot war schon halb gesunken, es waren Menschen im Wasser. Währenddessen ist die libysche Küstenwache, hat das Flüchtlingsboot längsseits auf ihre Seite genommen, wodurch noch mehr Menschen ins Wasser gefallen sind. Dann war es einfach so, dass sie sehr, sehr aggressiv vorgegangen ist, also einfach relativ schnell daran gefahren ist. Es wurde viel rumgeschrien, viel Hektik verursacht, dadurch sind noch mehr Menschen ins Wasser gefallen. Also der ganze Ablauf deren Seite der Rettung war halt einfach sehr unprofessionell. Das Schiff ist dafür nicht ausgestattet, was die haben. Und man hat schon das Gefühl, dass es denen einfach darum ging, so viele Menschen wie möglich einfach wieder nach Libyen zurückzuführen, ohne irgendwie Rücksicht darauf, dass da Menschen bei ertrinken. Wir als Schiff hätten diese Rettung auf jeden Fall besser durchführen können, wenn wir einfach alleine gewesen wären. Wir hätten das Flüchtlingsboot von beiden Seiten anfahren können mit unseren Schnellbooten, wir hätten Schwimmwesten austeilen können und wir hätten vor allem dafür gesorgt, dass die Menschen sich beruhigen und nicht ins Wasser springen, was auf jeden Fall mehr Menschen gerettet hätte, als dass die libysche Küstenwache da so aggressiv einfach vorgegangen ist in ihrer Rettung. Das ist jetzt für uns ein tragischer Zwischenfall und auch für die Leute, die dort waren. Das passiert dort aber jeden Tag. Das war jetzt einmal ein sehr drastischer Zwischenfall und er ist aber auch nur deswegen so groß in den Medien, weil wir die Sachen halt auf Video haben und weil wir die Sachen publizieren. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht jeden Tag dort passiert. Wenn wir dort 3 Stunden später angekommen wären, hätte man einfach nichts mehr davon gefunden. Dann hätte man irgendwie Tage später noch ein paar Leichen gefunden. Das Boot wäre einfach verschwunden gewesen. Also unser Job ist dann gut, wenn er nicht mehr notwendig ist. Und die einzige Möglichkeit, das sozusagen uns obsolet zu machen, ist, dass es eine Safe Passage gibt. Das heißt, dass Menschen, die unter solchen Umständen leben, eine Möglichkeit haben, in ein sicheres Land einzureisen, ohne auf Schlepper zurückgreifen zu müssen, ohne viel Geld zu bezahlen zu müssen und vor allem ohne ihr Leben riskieren zu müssen. Das ist die einzige Möglichkeit, ist eine politische Lösung. Selbst wenn wir dort 20 Rettungsschiffe hätten vor Ort, würden immer noch Menschen sterben. Das heißt, es gibt nur eine politische Lösung zu dem Ganzen und wir haben unsere Arbeit gemacht. Wenn wir dort wirklich nicht mehr gebraucht werden und dort keiner mehr in Seenot gerät, dann hätten wir eine Lösung.